Daniel, was liest du da? Das hier, das ist das neue Buch von Like Germans zum Deutschlernen. Das heißt German Easy Reader for Beginners. Neues Buch? Und was steht da drin? Das Buch besteht aus 25 Kurzgeschichten, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Die Geschichten sind ähnlich aufgebaut wie unsere Videos. Zu jeder Geschichte bekommt ihr eine Zusammenfassung, eine Vokabelliste mit Übersetzungen der schwierigsten Wörter auf Englisch und außerdem ein Quiz, mit dem ihr überprüfen könnt, ob ihr alles verstanden habt. Also Leute, das ist unser neues Buch German Easy Reader for Beginners. Wenn euch unsere Videos schon auf diesem Kanal gefallen, dann werdet ihr es lieben. Ihr könnt es ganz einfach bei Amazon bestellen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's. Ach Mann, jetzt bin ich schon seit über einem Jahr Single. Ach Mann, jetzt bin ich schon seit über einem Jahr Single. Ich frage mich, ob ich jemals die richtige kennenlernen werde. Langsam habe ich den Glauben daran verloren. Ich frage mich, ob ich jemals die richtige kennenlernen werde. Langsam habe ich den Glauben daran verloren. Ich war einmal für längere Zeit in einer Beziehung, aber sie hat kein gutes Ende gefunden. Ich war einmal für längere Zeit in einer Beziehung, aber sie hat kein gutes Ende gefunden. Jetzt suche ich schon seit langem nach der großen Liebe und finde sie einfach nicht. Jetzt suche ich schon seit langem nach der großen Liebe und finde sie einfach nicht. Ich habe schon ein paar Treffen gehabt, aber es war niemand dabei, der mir gefallen hat. Ich habe schon ein paar Treffen gehabt, aber es war niemand dabei, der mir gefallen hat. Ich bin auch viel lieber in einer Beziehung. Mir fehlt es sehr, jemanden an meiner Seite zu haben. Ich bin auch viel lieber in einer Beziehung. Mir fehlt es sehr, jemanden an meiner Seite zu haben. Hallo Thomas, schön von dir zu hören. Was gibt es? Warum hast du angerufen? Hallo Thomas, schön von dir zu hören. Was gibt es? Warum hast du angerufen? Servus Nils, bei mir läuft soweit alles gut. Und bei dir? Servus Nils, bei mir läuft soweit alles gut. Und bei dir? Ich kann mich auch nicht beschweren. Was gibt es zu erzählen? Kann ich dir irgendwie helfen? Ich kann mich auch nicht beschweren. Was gibt es zu erzählen? Kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe vor kurzem jemanden kennengelernt, die dir gefallen könnte. Ihr Name ist Tina. Sie ist mit Amelie befreundet. Ich habe vor kurzem jemanden kennengelernt, die dir gefallen könnte. Ihr Name ist Tina. Sie ist mit Amelie befreundet. Wir waren mit ihr etwas essen und ich musste gleich an dich denken. Ich glaube, dass sie sehr gut zu dir passen würde. Wir waren mit ihr etwas essen und ich musste gleich an dich denken. Ich glaube, dass sie sehr gut zu dir passen würde. Das klingt interessant. Kannst du mir etwas mehr über Tina erzählen? Das klingt interessant. Kannst du mir etwas mehr über Tina erzählen? Ich kenne Tina auch noch nicht so gut, aber sie studiert Medizin und ist bald Ärztin. Ich kenne Tina auch noch nicht so gut, aber sie studiert Medizin und ist bald Ärztin. Nicht schlecht. Weißt du auch, was sie für Hobbys hat oder was sie in ihrer Freizeit macht? Nicht schlecht. Weißt du auch, was sie für Hobbys hat oder was sie in ihrer Freizeit macht? Sie macht selber Musik und ist Sängerin in einer Band.
Sie macht selber Musik und ist Sängerin in einer Band. Wie cool! Ich würde sie wirklich gerne kennenlernen. Kannst du mir dabei helfen? Wie cool! Ich würde sie wirklich gerne kennenlernen. Kannst du mir dabei helfen? Das habe ich schon längst. Wir treffen uns heute zu viert in einer Bar und gehen etwas zusammen trinken. Das habe ich schon längst. Wir treffen uns heute zu viert in einer Bar und gehen etwas zusammen trinken. Perfekt, Thomas. Danke für die Hilfe. Du bist einfach der Beste. Perfekt, Thomas. Danke für die Hilfe. Du bist einfach der Beste. Für dich mache ich das gerne, Nils. Wir treffen uns heute um 20 Uhr in der Bar Silverballer. Sie ist in der Maxstraße 25. Für dich mache ich das gerne, Nils. Wir treffen uns heute um 20 Uhr in der Bar Silverballer. Sie ist in der Maxstraße 25. Was für eine schöne Überraschung. Ich muss mir für unser Date heute Abend etwas Schönes anziehen. Was für eine schöne Überraschung. Ich muss mir für unser Date heute Abend etwas Schönes anziehen. Ich freue mich schon darauf, Tina kennenzulernen. Ich kenne sie zwar noch nicht, aber ich habe ein gutes Bauchgefühl. Ich freue mich schon darauf, Tina kennenzulernen. Ich kenne sie zwar noch nicht, aber ich habe ein gutes Bauchgefühl. Oh, es ist schon Viertel vor 8. Ich sollte langsam los, damit ich nicht zu spät komme. Oh, es ist schon Viertel vor 8. Ich sollte langsam los, damit ich nicht zu spät komme. Ich bin schon etwas aufgeregt, auch wenn es keinen Grund dafür gibt. Ich bin schon etwas aufgeregt, auch wenn es keinen Grund dafür gibt. Hallo Amelie, hallo Tina, wie geht es euch? Schön, dass wir heute Abend hier sind. Hallo Amelie, hallo Tina, wie geht es euch? Schön, dass wir heute Abend hier sind. Hallo Nils, wir haben uns ja schon so lange nicht gesehen. Läuft alles gut bei dir? Hallo Nils, wir haben uns ja schon lange nicht gesehen. Läuft alles gut bei dir? Ja, ich kann mich nicht beschweren. Alles läuft nach Plan. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Alles läuft nach Plan. Es ist schön, dich kennenzulernen, Nils. Ich bin Tina. Es ist schön, dich kennenzulernen, Nils. Ich bin Tina. Die Freude ist ganz meinerseits. Thomas hat mir nur Gutes über dich erzählt, Tina. Die Freude ist ganz meinerseits. Thomas hat mir nur Gutes über dich erzählt, Tina. Amelie hat mir auch von dir erzählt. Was weißt du denn schon alles über mich? Amelie hat mir auch von dir erzählt. Was weißt du denn schon alles über mich? Noch nicht viel. Ich weiß nur, dass du Medizin studierst und in deiner Freizeit in einer Band singst. Noch nicht viel. Ich weiß nur, dass du Medizin studierst und in deiner Freizeit in einer Band singst. Oh nein, dann hat er dir also auch die peinlichen Sachen erzählt. Oh nein, dann hat er dir also auch die peinlichen Sachen erzählt. Also, ich finde das cool. Weißt du schon, was du nach deinem Studium machen möchtest? Also, ich finde das cool. Weißt du schon, was du nach deinem Studium machen möchtest? Ich würde gerne als Kinderärztin arbeiten. Ich arbeite sehr gerne mit Kindern zusammen. Ich würde gerne als Kinderärztin arbeiten. Ich arbeite sehr gerne mit Kindern zusammen. Tolle Idee. Und wie lange brauchst du noch bis dahin? Tolle Idee. Und wie lange brauchst du noch bis dahin? Ich brauche noch ein Jahr. Sobald ich mein Studium beendet habe, möchte ich aber erst einmal für ein Jahr nach Afrika.
Ich brauche noch ein Jahr. Sobald ich mein Studium beendet habe, möchte ich aber erst einmal für ein Jahr nach Afrika. Was für eine tolle Idee! Ich war nach meinem Studium auch ein Jahr im Ausland. Was genau möchtest du denn dort machen, Tina? Was für eine tolle Idee! Ich war nach meinem Studium auch ein Jahr im Ausland. Was genau möchtest du denn dort machen, Tina? Ich würde gern ein Jahr lang als Ärztin dort arbeiten und so vielen Menschen wie möglich helfen. Ich würde gerne ein Jahr lang als Ärztin dort arbeiten und so vielen Menschen wie möglich helfen. Das ist wirklich eine tolle Idee. Ich hoffe, dass du dir diesen Wunsch erfüllen kannst. Das ist wirklich eine tolle Idee. Ich hoffe, dass du dir diesen Wunsch erfüllen kannst. Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's!